Hi, ich melde mich mal wieder nach langer Zeit. Ich war viel unterwegs in den letzten Wochen, mal wieder Spanien zum Urlaub und dann Island zum, teilweise Urlaub machen, teilweise filmen. War sehr schön. Ein Film über Island kommt dann auch noch irgendwann, aber das dauert auf jeden Fall noch ein paar Monate. Ich habe einfach gerade nicht so die Zeit dafür leider. Deshalb heute nur eine kleine Quick-Tips-Folge und zwar geht es heute mal um ein Fotothema und nicht um ein Videothema. Und zwar geht es darum, wie ihr im Titel lesen könnt, wie man mit dem iPhone Langzeitbelichtung machen kann, ohne Stativ und ohne Zusatz-Apps. Das kann nämlich das iPhone schon direkt mit der Standard-Software. Also viel Spaß mit dieser Quick-Tips-Folge, los geht's. Ihr habt ja gerade eben so ein paar Bilder damit gesehen, das sieht also echt ganz cool aus. Wie mache ich das Ganze jetzt? Ihr geht in die ganz normale Foto-App und wichtig ist, dass ihr hierbei die Live-Fotos da oben aktiviert habt. Bei den Live-Fotos wird eben mit jedem Foto noch so ein kleines Video zusätzlich abgespeichert und diese Videoinformation wird jetzt genutzt, um eben so eine Bewegung, also so eine Langzeitbelichtung zu errechnen. Wenn ihr jetzt so ein Foto gemacht habt, dann swipet ihr einfach bei der normalen Fotoansicht nach oben, dann ploppen da so ein paar Optionen auf. Man kann eben so einen Boomerang-Effekt zum Beispiel anwenden, aber ganz rechts findet ihr die Option Langzeitbelichtung. Die aktiviert ihr jetzt und dann dauert es ein paar Sekunden und dann wird aus diesem Live-Foto eine Langzeitbelichtung errechnet. Super easy, ihr müsst natürlich das Handy so ein bisschen stillhalten, falls ihr kein Stativ zur Verfügung habt und dann funktioniert das aber ohne Probleme. Ein Nachteil bei dieser Methode ist einfach, dass ihr so ein bisschen Auflösung natürlich verliert im Vergleich zu einem herkömmlichen Foto, weil natürlich eher die Videoauflösung da jetzt für so ein Foto benutzt wird. Das heißt, für große Prints könnt ihr das natürlich nicht benutzen, aber für Social Media, Instagram oder so ist das eine super Sache. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, es ist mega einfach. Viele kennen den Trick bestimmt schon, aber einige, das habe ich jetzt zumindest gesehen, als ich das auf Instagram gepostet habe, kannten diesen Trick noch nicht und waren total verblüfft, dass das iPhone das halt eben ohne App oder ohne Stativ oder sowas einfach kann. Ich finde es auch mega schön und habe das jetzt auch oft genutzt in Island. Grüße gehen raus an Tobi Schnaupfeil, der mir das gezeigt hat. Checkt gerne mal seine Kanäle ab, das lohnt sich. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß beim Fotografieren mit dem iPhone. Als nächstes kommen dann wieder Videothemen. Das war jetzt mal so eine Ausnahme mit so einem Fotothema, einfach weil es auf Instagram zumindest sehr viel interessiert hat. Genau, also viel Spaß, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.